Hallo Blaster-Freunde, ich bin's wieder, euer Dom von Blasterpart. Heute habe ich mal keinen Blaster für euch dabei, sondern etwas komplett anderes, werdet ihr gleich noch sehen. So, neuer 3D-Drucker, ganz frisch reingeflattert, der Bambu H2C. Gutes Stück, 4 Filamentwechsler, das machen wir gleich mal auf. Bambulab hat sich hier diese schöne Präsentationsbox überlegt. Wir haben hier 4 Verschlüsse unten, die kann man aufmachen und dann den ganzen Deckel abheben. Los geht's! Bereit? So, das war schon mal der Riesendeckel, weiter geht's. 3D-Drucker Unboxing ASMR für alle Liebhaber. Nochmal. Und hinten auch noch 2. So, zuerst die kleine Box mit dem Zubehör. Langsam sieht man schon, was es wird. So, an der Stelle brauche ich ein bisschen Unterstützung. Das Gröbste ist schon mal durch. Jetzt geht es mit den Transportsicherungen weiter. Die ersten sind hier hinten. Da ist auch die Lüftung für euren Drucker oder in diesem Fall für unseren. Na komm. Darauf achten, dass man sie mit den Lamellen und nicht gegen die Lamellen runterzieht. Hier ganz wichtig, der Safety Key. Der ist dafür da, damit der Drucker überhaupt angeht. Hier, der Deckel ist noch rangeklebt. Der ist auch für den Transport in so einem Karton eingepackt, damit auch ja nicht die Glasscheibe kaputt geht. So, den lasse ich erstmal noch in dem Karton, bis es soweit ist. Weiter geht's mit der Tür. So, jetzt kommt der komplizierte Teil. Wir müssen das AMS dann nämlich jetzt rausholen. Das sind nämlich ganz viele Schrauben hier. Alles, was rot ist, hat Bambu sehr cool mal gemacht. Das ist alles markiert, muss alles gelöst werden. Dann geht's weiter. Steuerschlüssel. Die Transportschrauben beim AMS sind schon mal gelöst. Ich hebe es erstmal raus. Weiter geht's mit der Transportsicherung. Die ist aber auch festgeballert. So ist unser neuer Produktionsdrucker jetzt so gut wie ausgepackt. Die Scheibe fehlt noch, die kommt noch oben drauf. Die letzte Folie. Na dann. Das war jetzt hier der Combo-Deal mit dem AMS. Das ist unser Filamentwechsler, da passen 4 Rollen rein. Und den packen wir auch noch komplett aus.
Hier haben wir jetzt noch die Zubehörbox, da ist noch alles Mögliche drin. Hier die Anleitung. Da haben wir einmal die kleine Werkzeugkiste. Alles Mögliche an Schläuchen und Schmierung. Das hier finde ich auch sehr interessant. Das sind Hot Ends. Hier, schaut euch das mal an. Hier haben wir unterschiedliche Druckdüsen. 0,2er, 0,4er und eine 0,6er. Brauchen wir später. Hier haben wir noch einen Filamenthalter für außen. Und mal gucken, was wir hier noch haben. Brauchen wir davon noch irgendwas? Hier, Bambulab weiß, wie man seine Sachen präsentiert. Schaut euch das an. Hier haben wir nochmal eine Nozzle. Hier haben wir was zum Saubermachen. Hier haben wir auch die beiden benötigten Schraubendreher oder Schlüssel. Hier haben wir ein bisschen Ersatzteil. Hier, seid vorsichtig, da sind nämlich die Messer für den Filamentschneider. Also Achtung, scharf. So, die lassen wir erstmal hier drin. Sehr schön. Also, da merkt man, Bambu weiß, was sie machen. Auch ordentlich Zubehör und Austauschzeug. Perfekt. Schaut euch das an. Das Komplettset. Hier, Bambu hat sogar Aufkleber dazu gelegt. Ist das nicht super? Was bleibt uns jetzt noch übrig? Naja, die kleine Bedienungsanleitung wird uns gleich verraten, wie wir das Ding in Betrieb nehmen. Bevor es richtig losgeht, will ich euch noch eine coole Sache zeigen, eine coole Verbesserung. Hier beim Filamentwechsler könnt ihr schon diese ganzen Schläuche sehen. Das war bei der ersten Version nicht so. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Verstopfung oder irgendwas haben, kommen wir super einfach ran und müssen nicht das ganze Ding auseinandernehmen. Das ist schon mal super. Was brauchen wir für den Strom? Wir brauchen hier einmal unseren Endstop bzw. den Safety Switch und das Kabel natürlich. Hier beim Kabel haben wir sogar so eine Kappe. Hier ist ein kleiner Schlüssel. Der muss nach unten zeigen. Zack, dann mache ich ihn jetzt mal an. Erste Lebenszeichen hier. Einrichtung. Na, wir nehmen Englisch. Wir sind in Europa. Wir haben dieses WLAN da. Das heißt, wir fügen jetzt ein neues Gerät hinzu. Hier haben wir den QR-Code. Ja, gelesen, verbinden und bestätigen. Da. Tada! Jetzt geht's los. Remove 4 Screws. Überprüfen wir. Wir haben 1, 2 hinten rausgenommen. Wir haben all diese Dinger hier rausgenommen. Das ist das zweite Bildchen, also das stimmt. Next. Jetzt kommt die Kalibrierung. Das heißt, er läuft jetzt eine halbe Stunde. Also alle Einstellungen, zack. Da ist noch ein bisschen Schaumstoff unten, aber das muss so sein. Das holen wir jetzt gleich raus. Jetzt. So, Kalibrierung ist durch. Wir können jetzt loslegen hier. Time to create. Auf jeden Fall. Get started. Wir haben mehrere Nozzles, wir haben sie aber noch nicht kalibriert. Das machen wir jetzt. Das wird nochmal interessant. So, Go Calibration. Nochmal schauen, ist alles raus. Ja. Nächster Schritt. Das Rack soll leer sein. Es ist leer, die sind ja auch noch alle hier. Deswegen zack. Save Check und los geht's. Nach der Kalibrierung müssen wir jetzt natürlich die Hot Ends noch einsetzen. Das kommt jetzt sofort. Beim ersten Mal werden wir nur die 4er verwenden, damit wir überall die gleichen Hot Ends drin haben. Das heißt, wir nehmen es einmal hier raus, greifen es mit den beiden Fingern und setzen es hier auf Hot End Nummer 2. Die beiden Löcher müssen in die beiden Zähnchen. Da ist auch schon der Magnet. Und Hot End Nummer 3 wird magnetisch direkt an Ort und Stelle geschoben und fertig. Damit hätten wir die Installation durchgeführt und sind nun bereit zum Printen. Jetzt habt ihr gesehen, was alles in der Box drin ist. Ihr habt gesehen, wie der Drucker grundsätzlich läuft. Es wird jetzt Zeit, ihn unten an seinen angestammten Platz zu stellen und ihn in Betrieb zu nehmen und damit Blasterparzteile zu drucken. Los geht's! Um den Drucker einmal zu testen, drucken wir jetzt einen unserer Laufaufsätze. Dafür habe ich schon mal einen ausgesucht. Den slicen wir jetzt einmal und lassen den Drucker direkt loslegen. In einem wunderschönen Blau. Ab zum Drucker!
So, das erste 3D-Druckteil im neuen Drucker ist fertig. Sieht super aus, ging auch erstaunlich schnell. Das Druckbett ist größer, das heißt, wir haben jetzt einen größeren Output. Dieses und ganz viele andere Teile gibt es bei Blaster Parts zu kaufen. Damit könnt ihr euren Blaster schön schnell umbauen. Also, happy Modding!